Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich bin noch mit Arbeitsklamotten, bin gerade von der Arbeit gekommen und wir brauchen wieder was Leckeres zum Essen. Vielleicht habt ihr ja letztes Mal gesehen auf Instagram, da hatte ich mal kurz was gepostet, was ich für Sonntag, also für heute, kochen werde. Das habe ich lange gesucht und zwar ist das eine Familienart von den Bohnen. Das nennt sich dicke Bohne und auf Türkisch Bakla. Ja, Bakla Kavurması. Wir werden das mal schön zusammen kochen mit Pilau dazu und wie das alles geht. Wenn euch das interessiert, natürlich dranbleiben. Auf geht's! So Leute, unsere klassische Ansicht. Wir haben hier 300 Gramm Hackfleisch. Dann habe ich hier ja ein Kilo, nicht ganz 800 Gramm. Ihr könnt, je nachdem wie viel ihr seid, 800, 900, machen wir mal glatte Summe, 1 Kilo dicke Bohnen. Die sehen aus, wie ihr sehen könnt, wie normale Bohnen, aber die sind eben halt dicker und ganz viel Protein und sowas drin, also wirklich auch gesund. Dann habe ich hier so eine rote Paprika, wir benutzen aber nur die Hälfte davon. Und ich habe 4 Zwiebeln, weil die so klein sind, aber es reichen auch 2 große Zwiebeln. Und dann haben wir noch Knoblauch für die Soße später drüber und natürlich Joghurt. Ich habe schon angefangen, Wasser ist schon am Kochen. Dann können wir gleich schon direkt loslegen. Dann fangen wir mal an, sauber zu machen. Das kommt alles gleich erst hinzu, weil die müssen ja ein bisschen gekocht werden. Hier den Kopf hier so ein bisschen abschneiden. Ja, bei den Bohnen wisst ihr ja, da muss man hier so ziehen, ne? Aber der hat das hier gar nicht. Wenn wir die Köpfe hier, das hier abschneiden, das reicht. Ich mache mal 2 Stück vor, dann mache ich das fertig, damit es nicht zu lang ist. Normalerweise kann man das ja hier so, aber oh doch, der hat hier doch noch, hier seht ihr, da kann man das hier so rausziehen, könnt ihr mal probieren. Wenn Bart, sage ich mal dazu, wenn er sowas hat, einfach so mit abziehen, aber der hört ja auch schon auf direkt. So. Wenn wir das dann gemacht haben, einfach mal so ein Sieb, weil wir das dann nachher erstmal waschen. Erst waschen, bevor wir das dahin tun, zum Kochen bringen. Wir können das hier entweder auf dem Brett, ich mache mal 2, 3 Stück, könnt ihr sehen. Nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Wenn ihr sehen könnt, hier so rund. Ja? Einfach mal hier alle so schneiden. Ihr könnt ihr 3 Stück, 4 Stück auf einmal so nehmen. Dann geht es schneller. Manche Hausfrauen, die natürlich besser gut sind, die können auch so machen. Hier, das könnt ihr auch. Aber wie ihr merkt, dann reißt der auseinander, wenn ihr das so macht. Dann lieber so schön. Und wenn das hier rauskommt, dann ist das Beste überhaupt daran, das ruhig mit kochen. Das wird alles dann nachher gebraten. So, ich mache den Rest auch schnell und dann melde ich mich wieder. So, fertig. Das jetzt erstmal schön gründlich waschen. So, wenn ihr das dann gewaschen habt, kommen die einfach in das kochende Wasser. Das kocht schon, wenn ihr sehen könnt. Ich drehe mal die Kamera so um. Hatte das ein bisschen schon runtergestellt. Jetzt können wir den wieder auf volle Pulle machen. Da nehmen wir jetzt Salz. Mal gucken, ob ich so einen langen Arm habe hier. 1,5 Löffel, damit das schön in Salzwasser gekocht wird. Die richtige Würzung und so, die kommt dann ja später. So. Das jetzt einfach mal, ja, 15, 20 Minuten. Ihr könnt das dann ja probieren mit dem Fingernagel, zeige ich euch aber auch nachher, wenn es soweit ist. So, jetzt geht es weiter mit den Zwiebeln. So, die Zwiebeln habe ich auch schon enthäutet. Die einfach so in Würfel. Ne? So groß ungefähr wie die Dinger. Dicken Bohnen, so als Würfel, einfach mal so, der ist so ein bisschen zu groß, so. Hier, wenn es so klein ist, einfach nur in der Mitte einmal. Und wenn ihr so einen riesengroßen habt, dann könnt ihr einmal so machen und dann nochmal hier in der Mitte so durchschneiden.
dann habt ihr auch die richtige Größe. Ne, einfach mal so als Würfel schneiden. So, ich mache das in einem Durchgang. Ich zeige euch eben schnell die Paprika auch. Die mache ich gleich fertig. Paprika habe ich schon die Hälfte. Wir hatten ja gesagt, wir nehmen die Hälfte. Dann machen wir einfach hier so. Ne, gar nicht lange fackeln. Die kommen dann hier einfach hier so auch würfelförmig. Wenn ihr keine Paprika zur Hand habt, ist auch nicht schlimm. Ich hatte das jetzt gerade zufällig noch im Kühlschrank. Habe ich gesagt, komm, kann nicht schaden. Weil Kochen ist eben halt so eine Sache, man muss eben kreativ sein, Sachen verwerten können, was noch im Kühlschrank und so ist, anstatt es kaputt geht, kann man das zum Beispiel hier so verwenden. Ich mache die restlichen Zwiebeln auch und dann gehen wir rüber zum Braten. So, wir machen mal ein kleines Update und so könnt ihr es feststellen mit dem Fingernagel, wie gesagt, einfach mal so oder eins mal probieren. Ja, der wird ja auch noch gleich noch gebraten, das reicht. So, Sieb ist schon bereit, ich sieb das eben ab, da können wir auch direkt die Pfanne auf das heiße Herd direkt weiter verwerten. So, das ist schon mal fertig. Der kann hier schön abtropfen, wie ihr sehen könnt. So, jetzt geht's los. Wir nehmen unser berühmtes Olivenöl. Pi mal Auge, ihr kennt ja mein Motto, bis der Dings hier so voll ist. Weil das Fleisch selber hat dann ja nachher auch noch Fett. Normalerweise brate ich ja immer erst das Fleisch an, aber diesmal mache ich es umgekehrt, damit das nicht zu kross wird, das Fleisch. Ne? So kann es jetzt sein eigenes Öl auch noch hinzugeben. Immer so schön ein bisschen so zerteilen, damit das nicht klumpig wird. So. Weil das Fleisch, das bleibt ja lange jetzt auch noch hier auf dem Herd drauf, weil wir gleich alles braten werden. Da können wir gleichzeitig schon direkt hier die Sachen auch rein tun. So. Ich bereite schon mal die Gewürze vor. In der Zeit mache ich Cut und melde mich gleich wieder. Cut. Wir können schon so langsam anfangen zu würzen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Also, dann fangen wir mal an. Wir haben natürlich erstmal unseren Salça. Immer noch der gemischte Karışık Salça. Ja, also acılı, nicht so scharf. Hier können wir ruhig einen ganzen Esslöffel und noch einen halben, damit es schön rot wird. So, den können wir schon mal erstmal anbraten, hier direkt mit Öl. Das sage ich ja auch in jedem Video. Das ist wichtig, dass man Salça anbratet, damit er nicht später so einen säuerlichen Nachgeschmack hat. Der wird dann gleich mit denen so vermischt. So, dann geht es weiter. Wir haben Maggi, nicht viel, ein paar Spritzer. Dann haben wir haben noch gar kein Salz, aber erstmal Vegeta. Einen Teelöffel.
und ein Teelöffel normalen Salz. Wir können ja nachher noch mal abschmecken. Dann halben Teelöffel Pfeffer, ganzen Teelöffel rote Paprika, der ist mild, ist nicht scharf. Ich benutze auch immer gerne Pfefferminz, habe ich schon lange nicht mehr benutzt, auch mal ein bisschen getrocknete Pfefferminz rein. Und jetzt mal alles durchmischen. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit zu probieren. Und später kommt ja gleich noch unser Baklava ins Spiel. Der kommt dann auch noch mit hier rein und wird dann auch noch mitgebraten. So, das riecht schon mal lecker. Wir können jetzt mal ein bisschen probieren. Schmeckt schon nicht schlecht. Auf Anhieb fast getroffen. Wenn wir nachher die dicken Bohnen hier noch reingetan haben, dann können wir noch mal abschmecken, ob alles okay ist. Aber jetzt im Moment ist das schon richtig gut. So. Jetzt kommen unsere Bohnen ins Spiel. Einfach auch mal mit hier rein. Jawohl. Beinahe wäre es zu wenig gewesen. Zu klein gewesen, die Pfanne. Aber der geht ja gleich noch in sich hinüber. So 10 Minuten mehrmals wenden, so dass das schön verteilt alles. Die ganzen Gewürze, das ganze Fleisch. Jawohl. So, jetzt lassen wir das noch mal auf kleine Flamme. So ein bisschen noch. Wir können jetzt mal probieren. Nehmen wir mal so ein Baklava und so ein Teil mit. Leute, das schmeckt lecker. Sie brauchen nichts mehr hinzutun. Und später am Tisch kann jeder selbst für sich ja auch noch mal würzen. Aber ich würde jetzt hier nichts mehr rein tun. Das lassen wir jetzt so, wie es ist. Wir machen ja noch Pilau und es kommt ja noch eine Soße hinzu. Das zeige ich euch jetzt. Den noch kleine Flamme, Deckel zu, wenn ihr habt. Und einfach so lassen. Ab und zu mal rühren noch. Auf geht's zum Tzatziki. Bevor wir zu dem Tzatziki kommen, hätte ich beinahe vergessen. Es kommt noch Eier ins Spiel. Ja, hier können wir schon mal Öl erhitzen so ein bisschen. Ihr könntet theoretisch die Eier auch schon direkt hier mit drauf schlagen, nur dann sind die verloren. Ja, die gehen dann in die Löcher hier von den Baklavas rein und die sieht man dann nachher nicht mehr. Aber es gibt da einen Trick. Und zwar braten wir die erstmal vor und dann tun wir die da rein. Mein Vater macht das immer so, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Kissel macht und so, da wird das ja auch so praktiziert. Am besten geht es mit so einem Gabel. Ein bisschen Salz. So. Habe jetzt
jetzt mal 3 Eier genommen, das müsste reichen. Hauptsache, da sind so ein paar Flocken da drin. Das hier ist schon richtig gut geworden, den habe ich jetzt ganz runtergestellt. Das wird ein köstliches Essen, Leute. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, ich habe auch noch nichts gegessen. Das kommt genau richtig. So. Das nochmal ruhig wie so ein Omelett hier, damit das so große Stücke gibt. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe das extra bewusst so gemacht, dass wir große Stücke haben. Den können wir auch schon wieder ausstellen hier. So, das reicht schon. Und jetzt einfach mal hier so kleine Stücke rausmachen. So mundgerechte Stücke, sage ich mal. Jawohl. Und das kommt jetzt hier einfach hier noch mit da drauf. So. Ein letztes Mal noch schön umdrehen alles. Beim Servieren dann eben halt darauf achten, dass auch jeder so ein Stück Ei mit abbekommt. Wie gesagt, ihr könnt auch mehr Ei nehmen, wie ihr wollt. Jetzt sieht man auch wenigstens die Eierstücke hier drin, weil wenn ihr die direkt hier reingetan hättet, hätte man die nicht gesehen. Ja, das war Sinn und Zweck. So, den können wir jetzt auch ganz ausmachen und wir kümmern uns jetzt tatsächlich um den Tzatziki. So, wir haben ja die Knoblauchzehen noch gehabt. Knochen wollte ich schon sagen. Ich komme immer auf Ideen, Leute. Erstmal hier die Haut ab. Schale oder Haut, wie man dazu sagt. Ich hatte zwar 2, aber der ist schon riesengroß. Also der reicht schon. Ich muss morgen auch noch arbeiten. Normal esse ich das nicht, aber extra jetzt für euch. Der wäre zu wenig gewesen. Also wenn ihr Knoblauch mögt, könnt ihr beides reintun. Aber ich will jetzt nur noch die eine reintun. Ihr wisst ja, das kann man hier so zerdrücken und ganz fein hacken. Seht ihr? So, einfach mal mit hier rein. Das ist dann sozusagen unsere Soße. Kann jeder für sich später da drauf tun. Seht ihr aber nachher, wenn wir am Tisch probieren. Hier auch ein bisschen Salz. So, dann kommt unser Joghurt, ganz normaler Joghurt. Ich nehme mal die Hälfte, das reicht. Meistens ist dann immer nur 1 oder 2 Löffel tut man da drauf, je nachdem wie viele Leute ihr seid. Ja. So, wir können das noch verfeinern mit, Moment, ich muss mal hier durch, habe ich gerade vergessen. Ich
komme mal hier von der Seite. Mal gucken, kann man das denn sehen? Ja, man kann es sehen. Hier habe ich ja noch Pfefferminz. Wir können noch ein bisschen, damit wir es für das Auge haben. Ne? Ich gehe mal von der Seite jetzt. So. Und fertig ist auch unser Tzatziki. Den können wir jetzt auch kalt stellen, weil wir müssen jetzt noch Pilau machen. Pilau müsst ihr nicht unbedingt machen. Ihr könnt das jetzt auch so essen, aber mit Pilau schmeckt das noch besser. So Leute, wir machen jetzt auch noch Pilau. Dazu muss ich euch etwas erzählen. Moment, ich nehme mal diesen Härte, den habe ich nie benutzt hier, den kleinen. Ich mache auch nicht so viel, weil ihr wisst ja, Pilau, ich esse nicht so viel. Wegen Kohlenhydrate und so. Können wir den schon mal aufstellen. Ihr müsst das eigentlich mit so einem Bulgur machen. Der wird, ich habe aber jetzt kein anderes Bulgur gehabt. Ich habe den mit, guck mal, vielleicht habt ihr das schon, so muss ich das euch zeigen, mit Shehriya schon drin. Ja, normalerweise wird das nur mit Weiß, also nur mit Weizen gemacht. Aber hier ist das schon mit drin, ich habe kein anderes gehabt. Egal, probieren wir es so. Die Art, wie man das macht, ist dieselbe. Ja, und zwar nimmt man auch wieder ein Glas. Hoffentlich könnt ihr das sehen. 1:2. Wir machen den jetzt mal voll. Ein Glas. Und zweite Glas. Ne, wir machen 2:1. Also zweimal Wasser und einmal kommt gleich noch Pilau hinzu. Der wird jetzt erstmal aufgekocht. Das geht auch ruckzuck. Den könnt ihr jetzt schon hier abschmecken. 2 Teelöffel müssten reichen. Wenn es sich aufgelöst hat, könnt ihr auch noch mal probieren. Ja, ist schon okay. Wie gesagt, aufkochen lassen und dann melde ich mich wieder. Wir können das hier auch schon mal mit einfüllen. Hoffentlich kann man das hier so schön alles sehen. Ich gucke mal in die Kamera rein. Ja, man kann es sehen. Okay. Gut. Das ist auch sehr praktisch. Ne, wenn man dieses Pilau machen möchte, ist diese Shehriya, diese Reisnudeln schon direkt mit drin. Mein Vater wird jetzt sagen, oh mein Sohn, warum hast du wieder so gemacht? Aber ich habe kein anderes gehabt. So. Wie gesagt, 2 Gläser Wasser, 1 Glas Bulgur. Wir warten, bis es aufkocht und dann melde ich mich wieder. Ich bin wieder zurück und Wasser ist schon am Kochen. Und jetzt einfach das hier so reintun. Keine Angst. Das könnt ihr noch ein bisschen ausspülen, damit das hier nicht weggeht. Hier so könnt ihr hier noch so ein bisschen so ausspülen hier. So. Und jetzt Deckel zu und abwarten, bis das Wasser weg ist. Das wird auch gleich ein bisschen dick, das wird gleich ungefähr bis hierhin voll mit Pilau sein. Wir lassen das jetzt erstmal so kochen. Ich melde mich ab und zu wieder und gucke schon mal für Butter oder Margarine, was ich da habe. Ich schau mal. Ich mache mal ein kleines Update, Leute. Also nicht zumachen und weggehen. Ne, dabei bleiben, weil wie ihr sehen könnt, das fängt an zu schäumen, dann kocht das auch schon mal über. Ne, immer ab und zu mal gucken, wie weit es ist, wie viel Wasser noch drin ist, ob noch Wasser benötigt wird. Aber wie ihr sehen könnt, Wasser geht schon so langsam weg, ist noch ein bisschen. Und da könnt ihr probieren, ob es schon hart ist oder ob es schon weich geworden ist oder noch hart ist. Ne, ich habe gerade schon probiert. Und ansonsten, Markenbutter habe ich mir auch schon hier zurechtgelegt. Wir müssen auf jeden Fall noch warten, bis das Restwasser auch noch weg ist. Und dann melde ich mich noch einmal wieder und dann haben wir es. Noch ein letztes Update. Das ist auch ganz wichtig, das so zu wissen, sonst habt ihr das verbrannt. Also unten wird es dann angebrannt sein. Wenn ihr merkt, dass es schon so, wie ihr sehen könnt, so richtig so anfängt zum Kochen, es ist fast kein Wasser mehr da, dann ist jetzt nur noch das Restwasser. Ne? Dann könnt ihr den schon auf Ausstellen, aber richtig auf Aus.
Ende. Und jetzt kommt unser Butter ins Spiel. So ein Viertel, ich weiß nicht, Pi mal Auge, sage ich mal. Einfach mal hier so in die Mitte rein. Deckel zu. Und das war's. Butter wird jetzt schmelzen und überall sich verteilen. Und bis das ganze Wasser weggezogen ist, später noch einmal umrühren und fertig ist unser Essen. So, ich hatte vorhin euch noch vergessen zu sagen, lange genug auf der Hitze, so wie wir es gelassen hatten, einfach stehen lassen, ausgemacht, Butter ist drin. Guckt, wie ihr sehen könnt, das klebt nicht, ne? Kein Wasser mehr drin, nichts. Ne? So ist es genau fertig. Je länger der noch so ruht, desto besser. Service-Teller habe ich mir auch schon hier fertig gemacht. Ich versuche den jetzt mal zu dekorieren. So Leute, herzlich willkommen am Tisch. Es geht auch schon direkt los. Guckt mal, wie ich das dekoriert habe. Ja, aber eigentliche Deko kommt jetzt. Wir haben ja noch Tzatziki gemacht gehabt, wisst ihr, mit Knoblauch. Ja, hier könnt ihr einfach mal, so wie ihr Lust habt, viel oder wenig. Ich muss den anderen auch noch ein bisschen lassen. So, einfach mal so dekorieren. Dann habe ich schwarzen Pfeffer. Und jetzt kommt das Probieren. Köstlich. Ein anderes Wort finde ich dafür nicht. Köstlich. Ist uns wieder richtig gut gelungen. Natürlich mit Ayran. Selbst gemacht. Wie ich das mache, habe ich ja hier schon mal verlinkt. Der ist auch am meisten aufgerufen worden. Und die Eierstücke, die sind jetzt auch hier. Ich esse noch ein bisschen. Mit dem Joghurt Tzatziki. Wirklich. Der Geschmack, die Erinnerungen werden jetzt wach, wo meine Eltern das mal gemacht haben. Als Kind haben wir das sehr viel gegessen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, dieses Gericht auch bei euch selbst, vielleicht euren Kindern zu kochen, selbst für euch zu kochen. Ist nicht schwer. Habt ihr gesehen, mit 3, 4 Zutaten kann man so ein leckeres Gericht erstellen. Nicht immer das gleiche, immer Currywurst, Pommes und was weiß ich, Fastfood. Das ist jetzt mit eigener Kreativität, mit meinem Rezept und nicht von meinem Vater, habe ich das jetzt so hergestellt. Das könnt ihr auch. Wenn euch das gefallen hat, kocht es nach, schreibt es in den Kommentaren, es war lecker, es hat geklappt oder das und das hat noch gefehlt. Dann werden wir drauf eingehen. Ansonsten sehen wir uns entweder auf den anderen Kanälen, die ich ja auch noch nebenbei noch pflege, oder nächste Woche in einem anderen Kochschule OE Video. Alles Gute, bleibt gesund, euer Mehmet OE. Ciao Leute.